that book away and go help. Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Ich finde die Dialoge halt auch sehr, sehr geil in diesem Game. Auf geht die Reise? Junge, Gänsehaut. Der Soundtrack, Junge. Ich habe wirklich Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da sieht man auch schon, dass der erste Schnee geschmolzen ist. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Überleg mal, das Spiel ist 6 Jahre alt. Sehr beruhigend gerade der Sound, finde ich. Get us out the stream. Gotta keep us moving, but calm. Ah, shit. Toll. Okay, let's take a look. Können wir das eben reparieren? Können wir mal eben in eine Werkstatt fahren damit? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up. Nearly there. Das ist, glaube ich, auch nicht gesund für so eine Schulter. See? You ain't so useless after all. Not quite. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then. Gerne jetzt alle schon weitergelaufen. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farm Okay. and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not.
I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant. Ich finde die Gegend einfach wirklich so schön designt auch. Erinnert mich ein bisschen an Rust, an so manche, I feel I was so manche perhaps trying to Gegenden. simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. But when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was Wenn about man den the Leuten mal so age zuhört, die da around sprechen in dem here. Game, dann haben die ja schon A wild harte and Vergangenheiten, delinquent ne? you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Ein Rad, was wir da aber gerade wieder angebracht haben, das Eier dabei immer noch ganz Heading schön. the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls. Ist Our jetzt kind of place. zu erkennen. Driscoll's? Probably them too. Kann ich meine Klamotten ändern? Nö. Let's hope not. And this place we're going. Sehr sicher, dass du deiner Umgebung... Ja, ich würde mich ja gerne umziehen, aber kann ich jetzt Horseshoe gerade nicht. Overlook. It's a good place to lie low. Come on, we're falling behind. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed. Ja, wir müssten gleich da sein. Ich glaube, ich kann das Lagersymbol schon sehen auf der Karte. Also auf dem Minimap. Ja, aber guck mal, hier ist auch schon viel mehr Ertrag, was Nahrung und so angeht. Geil. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Oh, ich hätte links müssen. Oh. There you are, brother. Head in there. Follow the track for a bit. Da rein, okay. Thanks. Rückwärts fahren. Hey, slow up.
Ich stecke nicht fest. Ach ja, das war ja jetzt, ich erinnere mich, das war so komisch versteckt. Das Lager. Damit wir auch nicht gefunden werden. Was ja auch gut ist, logischerweise. Bei den ganzen Gegnern, die wir haben. Ah ja, da könnt ihr schon sehen, da ist unser Lager. Unser Heimatdorf. Yeah, gentlemen. Home sweet home. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. Echt? Okay, das wusste ich gar nicht, Now, Sterni. it's time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck, east of the Grizzlies and out of money, and a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing Ja, banks to nochmal use Strauß, war das unser Seems Anwalt? more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now, the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Ich mache mir erst eine Zigarette an, genau. Das ist mein Zelt. Finde ich aber noch nicht sehr heimisch. Kapitel 2 Horse Show Overlook. Ist doch gut, Pascal. Ein paar Wochen später. Guck mal, wie schön grün das alles ist. Was eine Landschaft. We got off the mountain and rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, despite of Blackwater and that whole mess. Geh mich jetzt erstmal rasieren, Alter. Ich sehe aus wie ein Wilder. Jose? Quite a day.
Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Gut, wo ist mein Zelt? Ich muss jetzt erstmal in mein Zelt. Ich habe eine Kamera, lol. Mein Zelt, das ist mein Zelt, ne? Ja, das ist mein Zelt. Untersuchen. Okay. Okay. Zurück. Aber, oh, da liegt was. Ah, rasieren. Nein. Ach. Beatrice Morgan. Spring Rocks 1870. Oh, das war unsere Frau, glaube ich. Das war unsere Dame. Konnte ich mich jetzt hier gerade rasieren? Ah. Sollen wir uns ein Schnauzbart stehen lassen oder sollen wir uns komplett rasieren? Ich würde ihn vielleicht so machen, oder? Also, so ist halt ein bisschen viel. Aber so würde ich schon machen. Also gar kein Bart ist halt auch nicht, ne? So, ne? Also auf 2 von 10 den gesamten Bart. Ja, das würde ich auch fühlen, glaube ich. Okay. Ja, das haben wir auf jeden Fall alles richtig. Ja, guck mal. Boah. Junge, sehen wir attraktiv aus jetzt. Gut. Munition, Vorräte, Arzneien. Jetzt kann ich mich noch aus... Boah, ich kann schlafen. Ich mach mal bis Mittag. Pearson kocht jeden Tag einen Topf. Eintopf. Pause haben wir uns jetzt wirklich verdient. Bisschen. Hast du recht, Pascal. Hast du recht. So, wo ist denn jetzt hier... Erstmal zurechtfinden. Das Pearson. Da kann man Eintopf essen. Ich muss jetzt ein paar Tage warten, bis ich die nächsten... Ja, okay. Ist okay, wir haben nicht so viel Essen. Have a lovely meal, folks. Why don't you move next time? Ach so. Kann ich mit allen reden? Was ist das hier? Jetzt erstmal müssen wir jetzt gucken, wo wir hier, was wir hier machen können. Okay, hier können wir scheinbar was abgeben. Oder auch nicht. Kann ich mit dir reden? Grüßen. What's wrong? Thought you'd be happy to be off that mountain. Oh, I don't know. You ain't been yourself for a while. Kann die auch verärgern, finde ich auch geil. Gut, dann RS. Kann ich denn... Ach, da ist die Karte, okay. Ja, gut. Also, ja, Mensch. Das Wellenteil. Da ist hier der
Xavier Escuela. Jose hat dir gesagt, dass Xavier, Bill und Charles schon in Valentine sind. Okay. Reverend Swanson. Jose hat dir gesagt, dass Swanson unten beim Bahnhof am See etwas gefunden hat. Okay. Da ist Uncle. Also damit Onkel möchte mit dir sprechen. Okay. Was sollen wir zuerst machen? Sollen wir hier erst... Ich glaube, wir sollten erstmal in die Stadt, oder? Also ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Valentine, um uns die Stadt anzugucken. Finde ich gut. Warte, man muss sich eigentlich speichern? Oder macht er das automatisch? Speichern mal, sicherheitshalber. Ja. Bevor mir das... Ich glaube... War schon mal... Okay. 19:12 Uhr. Ich dachte gerade, warum 19.12.? So, wo ist mein Pferd? Boah. Okay. Okay. Aber ich würde trotzdem sagen, wir gehen erstmal in die Stadt. Gucken, was da so abgeht. Das ist halt geil, ne? Wir können halt jetzt komplett die ganze Karte erkunden. Das ist so cool. Hase. Meine Waffen eigentlich dabei? Ja. Easy now, boy. Da braucht einer Hilfe. Ach, jetzt echt jetzt? Mich hat der Puma erwischt. Mit Tieren habe ich es nicht so. Erst der Bär, jetzt der Puma. Kommt als nächstes. Elefant? Ja, ich hatte halt keine Waffe ausgerüstet. Das war mein Fehler. Wo ist mein Hut? Ich habe meinen Hut schon wieder verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Trinken wir den. Einzelschalke, sehr gut, Pascal. Mit meinem Hut habe ich es auch. Ich habe ihn schon wieder verloren. Doch blöd. Moin. Ah, das habe ich die Vorfahrt genommen, oder?
Muss ich mein Pferd auch noch waschen? Hey, was ist das für eine Maske? Okay, das ist das Theater. Ja, dann putze ich halt mein Pferd. Ich will das nicht essen. Ich möchte, dass mein Pferd sich wohlfühlt. Try and help people. I do all I can manage. Are you doing all you can? Huh? Use your strength to help the weak. How about you, sir? Streicheln. Every little counts. You're Streicheln? all right, boy. Streicheln. Man kann das sogar füttern. Sir? Come on, please. Please, somebody, be generous. Show you care. So, warte, jetzt muss ich, welche Waffe habe ich dabei? Ja, ist okay. Give more. Please. Prove we ain't a land of savages. Prove we're here for each other. Ich glaube, hier rechts ist die Kneipe. Giving that we receive the true gifts of life. Oder? Eternal. Fresh Bread. Bread ist Brot, oder nicht? Hier gibt es Lebensmittel. For that is what this country needs to help each other. Howdy. Have a look around. I'm sure you need a good meal after all the traveling you do. Why don't you grab some meat and cheese on my counter here? Katalog durchblättern. Mal gucken, was der mir so bieten kann. Your outfit beats their prices. Vorräte. Oh, Jagd- und Angelzubehör. Pfeile. 22 Pfeile. Ich glaube, Pfeile brauchen wir gar nicht. Ammunition, Munition, Arznei. Haartonikum. Boah, da können wir unsere Haare mit fresh machen. That's mighty popular these Auf. days. So, Kokain-Kaugummi, Kokain von Marihuana. Aha. Stellt deine Ausdauer komplett wieder her und verstärkt sie ein wenig. Fügt dem Kern deiner Ausdauer ein wenig Schaden zu. Stack up. Aha. Never know what you'll run into. Pomade nehmen wir auch nochmal mit. Enjoy. Oh, das nehmen wir auch nochmal mit. Pferdepflege. Pferdearznei. Stellt die Gesundheit, okay. Und für Kopfbedeckung. Kaufe ich mir halt einen neuen Hut. Nicht für 12,50, Brudi. Dafür muss ich erst noch ein bisschen hier die Bank überfallen. Also. In this town never goes away. And that. Ich brauche erstmal ein bisschen mehr Cash. So, Thanks, mister. gehen wir doch mal hier rein. Dann ist hier die Bar. Ja, doch, das ist ein Saloon. Das. Drink up, ladies. Alright, there we go. Guck mal, hier, die Jungs sind schon wieder nur am Feiern. Oder Mädels. Oh, Arthur, come here, come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a tough-as-teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Diese Whatever you Dialoge. say. How much you cost anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey! There he is. Watch where you're going. Take it Are you about to kiss that guy or punch him? Oh, and we have our answer. Nein, Schlägerei. Ey, wieso ist denn der ausgewichen?
Ich will auch ausweichen können. Der macht mich hier richtig fertig. Ah, okay. Gibt es da nichts Besseres als einen schönen Faustkampf, oder? Entschuldigung, könntet ihr bitte meinen Kumpel in Ruhe lassen? 3 gegen 1 ist auch ein bisschen unfair, ne? Oh Mann. Hey! Lass mich doch endlich mal los, Junge. Entschuldigung, könnte ich kurz mit dir sprechen? Durchs Fenster? Jawohl! Okay, okay, jetzt führen wir das Ganze draußen durch, oder? Und Abwehr habe ich noch nicht so raus. Oha, nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. Hey, das ist aber auch eine harte Nuss, ey. Junge. Okay. Mein Gott. Oh, gibt mir auch hier ein Leberhaken nach dem anderen. Hallo? Toll. Auch die Animation mit dem Schlamm ist halt sehr geil gemacht. Tommy hat keine Chance jetzt. Jetzt hab ich ihn. Stop! Stop! Please! Please! I beg you, stop! Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. Guck mal, die haben viel weniger direkt abbekommen als ich. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Ja, erstmal waschen, erstmal den Dreck. Meine Klamotten sehen immer noch aus wie... Die Buße gedrückt halten und geteilt anziehen. Okay, warte mal.
Guck mal. Rette Javier innerhalb von 15 Sekunden habe ich gemacht. Besiege Tommy innerhalb von 1 Minute. Und kam mir länger vor, aber immer noch was geschafft. In Naga sind mehrere Missionen verfügbar. Sie werden mit dem Symbol auf der Karte angezeigt. Okay. Aber ich wollte mich eigentlich noch betrinken gehen. Nein. Ich denke nicht, dass wir so lange noch machen, Dude. Obwohl, ich muss schon sagen, das Spiel macht sehr, sehr viel Spaß. Du hast eine fremde Person getroffen. Fremde Personen auf deiner Karte mitgefunden und können dir verschiedene Aufgaben geben. Wie ist denn hier die Tür? Ach, da. Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history. Done and dusted. The dead got off lucky. The living got to keep suffering. Same as always. But did you... Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. And how's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me, and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame. I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Es ist aber jetzt auch nur eine Nebenmission, ne? Gut, das ist keine Haupt... And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your Aber return. ich will so viel schaffen in dem Spiel, wie es geht. Untersuche die Fotos nach Hinweisen auf die Aufenthaltsorte der Revolverhelden. Okay. Umdrehen. Oh. Mabel Elizabeth Coulter. Die grande Dame unter den Revolverhelden. Die Dynamitwitwe. 6-mal verheiratet, all ihre Männer waren Spieler, Räuber, Gesetzlose, nie geschieden, trägt ihre Witwentracht, einziges überlebendes Mitglied der Coulter-Tobin-Bande. Gesetzlose seit Raubüberfall in Rhodes. Hohes privates Kopfgeld auf sie ausgesetzt, tot oder lebendig. Zuletzt gesehen nahe Blue Water Marsh. Sollte mich fernhalten, zu gefährlich für einen einfachen Biografen. Okay. Wird mir das jetzt auf der Karte angezeigt dann? Okay, kann halt auch erst sein, dass wir
das erstmal freischalten müssen, ne? Dakota River, Barrow, Beartooth. Okay, gucken wir mal weiter. Aufenthalt ist auf der Karte mit BB markiert. Okay, cool. So, Karte. Ach ja, Mensch. Das ist ja nicht weit. Ich denke, da kommen wir im Laufe des Spiels noch hin. Wir können jetzt mal die anderen noch angucken. Black Bell hatten wir schon. Billy Midnight. Umdrehen. Geboren Wilhelm Schnell. Wilhelm Schnell. Der Mann, der Rabbit Matthews tötete. Kaum Information über Midnight vor obigen Mord. War vermutlich Matthews Flintenreiniger und Stallbursche, kannte Calloway. Erlangte über Nacht nationale Berühmtheit. Vortragsreisen, danach Nachstellung von St. Louis bis Saint-Denis, San Fran etc. Er erhielt Morddrohungen und war Ziel von Attentaten. Lebt jetzt zurückgezogen bis auf regelmäßig Besuch im Bahnhof von Rhodes. Dort nach ihm fragen. Velo, schön notieren, genau. Wichtig und richtig. So. Bahnhof von Rhodes ist, glaube ich... Ja, ist halt auch da hinten, ne? Aber ihr seht halt mal, wie groß diese Karte ist. Ja. So, und gucken wir uns den nächsten an. Flanco Hernandez. Der Schrecken der Grizzlies. Gesucht in 8 Staaten. Mitglied einer Bande aus mindestens 10 eiskalten Mördern. Stimmt das? Überfälle in Annsburg, Valentine, Strawberry und Umgebung. Zeitung berichtet. Versteckt W von Coulter tief in den Grizzly Mountains. Wahrscheinlich zu keinem Gespräch bereit. Vorsicht ist geboten. Okay. Wie weit ist der jetzt weg? Ah ja, okay. Flanco Hernandez. Den kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Der war wirklich nicht zum Gespräch bereit. So, und dann gucken wir uns noch Emmett Granger an. Emmett? Ist das nicht auch der Name von dem Hauptcharakter aus dem Lego-Movie? Der sieht ein bisschen aus wie dieser eine Charakter aus GTA 5. Mörder. Schweineliebhaber. 1882 Beaver Brook Massaker. Gemeldete Sichtungen. 1886 Verschwinden der Familie Laidlaw. Vermeintliche Beteiligung. 1890 die Chaparral-Morde. Verdächtiger. 1894 Verhaftung der Voss-Bande. Zeuge. 1895 Begnadigung. Warum? Derzeit Schweinezüchter in der Nähe des Flatiron Lake. Gespräch verweigert.